So Freunde, wir verabschieden heute das Jahr 2024 und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weine dem jetzt nicht unbedingt hinterher. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das Jahr jetzt um ist. Ja, wir machen jetzt den Deckel drauf, wir machen jetzt Schluss mit dem Jahr, wir schicken es in Rente, sagen zum Abschied nochmal leise Servus und gucken trotzdem noch einmal zurück auf meine Lieblingsdüfte im Jahr 2024 und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's so lala. Ich habe nämlich nicht so richtig gut geschlafen, denn wer diesen Kanal jetzt schon ein bisschen regelmäßiger verfolgt, der kennt auch die ganze Lore über meine Nachbarin von oben. Und ich sag mal, die haben heute ein bisschen Silvester vorverlegt. Da wohnt wohl gerade jemand zur Untermiete und der hat es im wahrsten des Wortes ordentlich knallen lassen. Ja? Da wurde das ein oder andere Lendenfeuerwerk gezündet, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, das hat so ein bisschen meinen Nachtschlaf negativ beeinträchtigt, würde ich sagen. Deswegen bin ich heute nicht so ganz taufrisch. Aber nichtsdestotrotz, wir starten rein mit meinen Favoriten 2024 und, das ist auch noch wichtig, das heißt nicht, dass jetzt alle Düfte aus dem Jahr 2024 sind. Wir haben ein paar neue dabei, wir haben aber auch ein paar ältere dabei und wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt. Ich versuche das so ein bisschen, ja, wir fangen mal nach Jahreszeiten an, so ein bisschen Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Schauen wir mal, was es da so gab. Und ich muss sagen, den Frühling habe ich tatsächlich bestritten mit einem sehr, sehr cleanen und für mich eher ungewöhnlichen Duft, nämlich dem Mon Tabacco Intensivo von Ormond Jane. Ja? Und das ist ein Gesa Schönduft. Diesen Düften wird ja oft nachgesagt, dass sie irgendwie so ein bisschen emotionslos sind und unterkühlt. Und das stimmt auch, das ist bei dem hier auch so, also emotionslos nicht unbedingt, aber unterkühlt kann man schon unterschreiben. Ist ja der Macher auch von dieser Molekülreihe. Ne? Ihr kennt das ja vielleicht, die Essential Molecules 01, 02, 03 und so weiter und so fort. Und hier ist natürlich auch der Grundstoff Isoe-Super, also ein holziges Molekül. Und wie der Name es insinuiert, ist das ein eigentlich Tabakduft, Mon Tabacco. Aber ich sag mal so, von Tabak rieche ich nicht viel. Man hat ein ganz tolles, sehr, sehr frisches Opening, auch mit so einer Orangenabsolü, mit einer Wacholderbeere und mit einem sogenannten Luftakkord. Wie auch immer das riechen soll. Auf jeden Fall ist es sehr frisch, es ist sehr, sehr clean und arbeitet sich dann so ein bisschen durch. Man hat Rose, Veilchen, Tee und endet dann so auf dieser Wildleder-Moos-Tabakbasis. Zumindest laut Duftpyramide. Am Ende ist das einfach ein wahnsinnig toller, cleaner, sauberer, synthetischer Duft. Riecht sehr, sehr hochwertig. Also wenn ihr diese Moleküldüfte zum Beispiel von Gesa Schön gerne mögt, dann kann das was für euch sein. Man muss halt wissen, sind so ein bisschen empathielose Düfte, also wenn ihr zufälligerweise, ja, was weiß ich, Auftragsmörder seid oder für einen Investmentbanker arbeitet oder so, dann ist es euer Ding. Oder wenn ihr einfach Lust auf einen cleanen, schönen, sauberen Molekülduft habt, auch wenn es kein Molekülduft ist, aber er baut auf diesem Isoe-Super-Molekül halt auf. So, das ist der erste. Der zweite, der mich dieses Jahr abgeholt hat, wie man so schön sagt, ist der Black Magenta von Diers & Durga und das ist in gewisser Weise eine Überraschung, denn hier ist in der Kopfnote Galbanum drin und Galbanum und ich werden in diesem Leben eigentlich keine Freunde mehr, finde ich immer nicht schön. Hier finde ich es toll, im Zusammenspiel mit Pink Pineapple, was immer das sein soll. Pinke Ananas habe ich jetzt noch nie gesehen, aber Ananas ist definitiv drin und ich bin kein Fan von Ananasdüften, ich sage euch das. Accento brauche ich nicht, Aventus, aber hier ist wirklich eine schöne, spritzige, süße, authentische Ananas. Eine Pudrigkeit hat man durch die Iris und dann hat man unten so einen schönen, sie nennen das Balkan-Tabak, aber wirklich so eine leicht ambrierte, tabakartige Basis. Nichtsdestotrotz eher für mich ein Frühlingsduft durch diese Spritzigkeit von der Pineapple, hätte ich fast gesagt, von der Ananas. Ist auch ein schöner Ausgehduft, ne? Wenn ihr abends im Club steht und alle anderen riechen nach Naxos, könnt ihr hier einen schönen Kontrapunkt setzen. Empfehle ich von daher. Kann man aber auch so an einem netten Nachmittag tragen. Ist einfach ein schöner Duft, der vor allen Dingen mal mit einer ganz anderen DNA vorbeikommt, wie man das ja von Diers & Durga auch oft kennt. Ein schöner Twist und dieses Galbanum-Ananas-Opening, irgendwie hat mich das, vielleicht auch, weil man das Galbanum nicht so doll riecht. Kann natürlich auch sein. Dann bewegen wir uns schon so ein bisschen Richtung Sommer und da haben wir hier von Marc-Antoine Barrois den Tilia. Ja, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, vielleicht so ein 1A33 auf Steroiden. Ne? Also Schwarzlose macht so ein bisschen Understatement, Quentin Bisch ist ja immer so ein bisschen der lautere. Ist ein Lindenblütenduft, ein weiße Wäscheduft, ja, man kann sich einfach vorstellen, wie man da mit offenem Leinenhemd so durchs Lavendelfeld läuft. Hier ist kein Lavendel drin, aber passt ja irgendwie. Ne? Ist ja so ein bisschen so französisch, wo kommt das her?
da aus der Provence kann ja sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo Barrois herkommt. Aber immer, wenn ich da bei Instagram reingucke, sind die da auf irgendeinem Landhaus und sind dann da alle so in so leichten Klamotten. Und so riecht der Tilia, ja, wirklich Lindenblüte, Ambroxan, ich glaube Ginster, noch so ein bisschen anderes Gebüsch, aber das kann man vernachlässigen. In erster Linie ein sauberer, knallharter, synthetischer Lindenblütenduft mit dieser Ambroxan-Basis, die ordentlich schiebt, und darunter liegt so eine ganz subtile Vanille. Finde ich super, wenn man so einen cleanen, frischen Wäscheduft mag. Wenn man das nicht mag, Pech gehabt. Dann hätte man aber vielleicht noch die Chance, hiermit glücklich zu werden. Das ist der Blanche Bête. Ihr seht, der ist schon relativ leer, von Liquide Imagine. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und alle sagen ja immer, das ist ein Raffaello, ein Kokosduft. Da ist gar keine Kokosnuss drin. Das ist eigentlich Tuberose, ein Milchakkord, Tonkabohne, Ambrettsamen und noch so ein bisschen anderes Zeug, aber tatsächlich stimmt es schon. Der hat so eine Kokosnote, der hat aber auch eine alkoholische Note. Also ich finde sogar fast, dass der sowas eher Batida de Coco-mäßiges hat, also eher wie so ein Kokosnuss, ja, Likör oder Schnaps, also gar nicht so klatschsüß. Finde ich einen sehr schönen Duft. Klar, natürlich kann man jetzt argumentieren, dass der vielleicht eher so ein bisschen mehr auf der femininen Seite ist, aber ist doch egal. Wir sind ja hier jetzt keine super toxischen Alpha-Mails. Ne? Wir trauen uns hier auf diesem Kanal auch mal so einen schönen Blanche Bête zu tragen, ne? Und dann da abends ein bisschen wie ein Raffaello-Kügelchen zu riechen. So nämlich, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir mal so ein Video machen, weil ich hätte da Bock drauf, uns auch mal ein bisschen so, ich sag mal, wir machen ja eh nur Unisex, aber so ein bisschen more die feminine-leaning Unisex-Düfte anzugucken, weil ich traue mich das immer gar nicht hier vorzustellen. Ich habe so viele Düfte hier im Schrank, die eher so ein bisschen auf der weiblicheren Seite sind, die ich trotzdem gerade auch so im Sommer super gern trage. Würde ich euch auch gerne mal zeigen. Müsst ihr mir mal sagen, ob ihr Bock drauf habt. So, wir sind jetzt schon so ein bisschen natürlich im Sommer drin. Und da kann ich nur sagen, da ist dann der Kollege hier ins Spiel gekommen. Das ist von Stéphane Humbert Lucas, der See My Love. Ja, und das ist halt so ein Duft, was soll ich sagen, der hat mich einfach abgeholt. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass ich aquatische Düfte mag. Im Gegenteil, eigentlich hasse ich aquatische Düfte, mit wenigen Ausnahmen. Und das ist eine dieser wenigen Ausnahmen. Hier ist einfach alles gut abgestimmt. Man hat irgendwie so dieses salzig-aquatische Opening, aber es trifft auf so eine ganz süße, saftige Mandarine, was ich schon mal super finde. Da ist dann auch noch so ein bisschen Jasmin und so ein bisschen, aber das riecht man gar nicht so stark. Also für mich ist vor allem dieser Kontrast aus salzig, aquatisch und süßer, saftiger Mandarine auf der einen Seite und dann dieser ambrierten Lederbasis mit so einer ganz leichten Ledernote, so ein bisschen wie so warmer Sand. Ich rieche da jetzt nochmal dran. Das ist Sommer im Flakon und einfach ein unfassbar toller Duft. Also wem der Acqua di Sale vielleicht so ein bisschen zu algig ist, probiert den mal aus. Ist ein Banger. So, jetzt sind wir schon auf dem Weg in den Herbst. Ne? Und da muss ich sagen, da habe ich hier mit diesem Duft sehr viel Freude gehabt. Das ist der Musk Complexity. Ist natürlich ein Moschusduft. Ihr seht, das hat ja so ein bisschen wie so ein Hologramm. Deswegen, ich glaube, die heißt auch Hologramm-Serie, diese Reihe. Und hier ist so das Herzstück, eine sogenannte Schokoladenblume. Keine Ahnung, wie die riecht. Hier ist auf jeden Fall Ingwer, Rum, Zimt, Zibet, Moschus. Also ein Potpourri aus so süß-würzigen, leicht Busi-Noten mit dieser Moschusbasis. Ist, finde ich jetzt, obwohl da auch Zibet drin ist, gar nicht so ein animalischer Moschusduft, sondern wirklich ein sehr gut tragbarer mit so einem ganz frischen, schönen Opening. Der kriegt dann so was leicht Zuckerwattiges. Herrlich. Finde ich richtig schmusig. Ne? So, dann natürlich, wenn man dann noch irgendwie Bock hat, ein bisschen Blutsuppe zu trinken, irgendwo, weiß ich nicht, auf dem Blocksberg, dann kann man da die Hexensalbe nehmen. Das ist ein ganz toller Duft aus dem Jahr 2023 von Stora Skugan. Ist natürlich eine Marke, die so, ich sag jetzt mal, sehr so arzi-fazi ist, macht jetzt auch wirklich Parfums eher im klassischeren Sinne, was jetzt nicht heißt, dass die DNAs klassisch sind, sondern die strahlen nicht so stark, die sind eher ein bisschen hautnäher. Ja, und hier haben wir eigentlich einen Lakritz-Tuberose-Duft, aber da ist, glaube ich, auch noch Hemlock, Tanne und Fichte und da ist halt ein halber Wald drin und es riecht so sehr kräutersudig, süßlich, aber nicht unangenehm. Ja? Also ich habe sonst mit grünen Düften immer ein Problem. Hier, das ist vielleicht sogar auch so ein Halbfougère, aber dieses Anis gibt dem dann nochmal irgendwie so einen Twist. Ich muss sagen, ich finde den super toll. Ist mal was ganz anderes, auch mit dieser Tuberose-Tollkirsche-Kombi. Wie gesagt, ich weiß nach wie vor nicht, wie Tollkirsche riecht. Ich habe nur gehört, man trippt gut drauf. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, wer da Erfahrung hat, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf Tollkirsche wart. Würde mich ja einmal interessieren, was das hier für ein Publikum ist, das diese Videos guckt. So, dann sind wir jetzt schon fast durch. Jetzt kommt ein Duft, da werdet ihr sagen, nee,
hat er den nicht eigentlich in dem Animalik-Video als fast untragbar, oder war es Animalik? Ich weiß es nicht, wo es war. Beim Date-Düfte-Video, kann auch gewesen sein. Das ist der Sadonaso von Nasomatto. Und der ist deutlich leerer geworden. Und woran liegt das nun? Naja, ich habe dieses Ding letztens mal getragen, an einem Tag, wo ich dachte, ich müsste das Haus nicht verlassen. Und da musste ich das Haus doch verlassen. Und ich habe gedacht, oh nee, ey, da die Leute in der Bahn und so. Und dann habe ich tatsächlich von der Tierärztin, von Freunden, von Freundinnen, alle haben gemeint, oh, irgendwie riechst du heute gut. Und dann habe ich gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Also, scheinbar ist es doch ein absolut tragbarer Duft. Ich finde das Opening nach wie vor ein bisschen schwierig, aber irgendwie ist das so ein Grower. Ich habe den danach dann öfter getragen, weil ich dachte, ah ja, naja gut, wenn der so gut ankommt, dann mach's mal. Und ich muss meine Meinung revidieren. Das ist ein tragbarer Duft. Ja, man muss diese, ich sag mal, ein wenig urinöse Kopfnote mögen, je nachdem, wie man sie wahrnimmt. Manche, wie gesagt, nehmen ja auch Honig wahr, dann ist das nochmal was anderes. Aber ist eigentlich ein ganz sanfter, vanilliger, schöner Duft, gerade für die kalte Jahreszeit. Tippitoppi. Vielleicht einfach nur nicht im Warmen tragen. Wenn es kalt ist, geht es vielleicht deutlich besser. So, 2 haben wir, glaube ich, noch. Dann haben wir einmal ein Jahreshighlight für mich, ist tatsächlich einfach der Serjoff Homme Anniversary. Ist nochmal eine verjüngte Version der bekannten Homme DNA, also eigentlich im Grunde ein Lederduft. Und der hat mich erinnert an den Soleil de Jeddah vom Opening. Geht gar nicht auf hier, das Ding, ne? Also sitzt super fest drauf. Allerdings hat er ja so eine... Ich kann kein Video machen, ohne dass die Bullen hier durchbrettern, Alter. Ich weiß nicht. Hamburg Crime City, hier ist wieder sonst was los. Ich wollte ja über den Homme Anniversary... Ja, bitte, fahrt doch weiter, danke. Ich wollte ja über den Homme Anniversary reden. So, also, hat mich an den Soleil de Jeddah erinnert, minus die Kamille, aber so dieses cremige Zitronen-Opening, ja, weil das ist nicht, also klar ist die Zitrone da, aber sie sagen ja Zitronenmus und das trifft. Das ist eine cremige, schön süßliche Zitrone. Und dann hat man natürlich auch diese süßen, fruchtigen Noten, allerdings nur ganz subtil, sondern ein ganz tolles Leder. So ein bisschen so ein Ombre-Leather-Leder. Natürlich ist das so ein eher, ja, ich sag mal, synthetischer Lederakkord, aber nicht ganz so bitter, nicht ganz so scharf wie beim Ombre Leather. Ich finde es durchaus cool, dass der Ombre Leather halt so ein, ich sag jetzt mal, kratziger Duft ist, aber hier ist das so ein bisschen weicher, aber nichtsdestotrotz ist das so ein, ja, hier trifft so ein bisschen so ein Ombre Leather Leder auf diese schöne, süßliche, cremige Zitrone aus dem Soleil de Jeddah. Super Release, müsst ihr euch auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben, probiert den mal aus und vor allem ein toller Duftverlauf, ganz klasse. Und der letzte Duft in diesem Video, ja, da haben die ein oder anderen Kollegen hier schon gesagt, dass das einer der schlechtesten Düfte 2024 ist. Da würde ich aber sagen, ach, da muss man aber nochmal die Nase putzen, weil das sehe ich ganz, ganz anders. Es geht nämlich um den Black Lacquer von Tom Ford und das ist für mich eines der besten Tom Ford Releases der letzten Zeit. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich diesen Flakon irgendwie geil finde. Ja, natürlich ist der billig und aus Plaste und so, aber irgendwie sieht er trotzdem geil aus. Sondern es liegt daran, dass das ein rauchiger, holziger Duft ist, so mit so einer ganz leichten Blumigkeit. Es soll ja angeblich auch so Pfirsich und schwarze Rose und so drin sein, wie auch immer das alles riechen soll. Also Pfirsich kann ich mir was vorstellen, schwarze Rose weiß ich jetzt nicht. Hat aber tatsächlich süße Noten, hat so eine Weihrauchigkeit, was Holziges, aber das Herzstück ist der namensgebende Lackakkord. Und Leute, ich kann euch sagen, das Ding, mir gibt das mit diesem pfeffrigen Opening fast so ein bisschen, ganz am Anfang, so ein bisschen so was Lebkuchenartiges tatsächlich, weil diese Weihrauch-Pfeffernote mit diesen, ja, mit diesen harzig, holzig, rauchigen Noten und dann wird es einfach ein ganz, ganz schöner Duft, der ihn lange begleitet, auch gerade für Tom Ford eine wahnsinnig schöne Haltbarkeit, nicht so ein starkes Jahr, sondern einfach eine schöne Haltbarkeit begleitet an den Tag, ist für mich echt ein absolutes Winter-Must-Have-Highlight. Also, das dazu mal, ne? Das von wegen hier schlechter Duft und so. Ich finde es ein ganz schönes Brett, der Black Leather hätte ich fast gesagt. Mein Gott, nochmal, da muss man ja auch aufpassen, dass man hier nicht alles durcheinander bringt, ne? Mit dem Opulence Later. So, egal. Was wollen wir jetzt machen? Damit sind wir durch. Ja, 2024 so, weiß ich nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. War es für euch ein gutes Jahr? Fandet ihr die Releases 2024 gut? Weil wie gesagt, ich habe das absichtlich durchgemischt, weil ist ja Quatsch. Ne? Nur weil es viele gute Düfte gab, lässt man ja nicht die alten im Schrank vergammeln. Man trägt ja trotzdem auch noch mal ein paar alte Classics. Aber sagt mal gerne, was eure Lieblingsreleases waren, welche Düfte ihr super fandet, welche eurer Meinung nach in dieser Liste absolut gefehlt haben. Ob ihr ein gutes Jahr hattet, ein schlechtes Jahr hattet, was bei euch so los war. Machen wir hier so ein bisschen Jahresrückschau in den Kommentaren, würde ich mich total freuen. Ansonsten Lob, Kritik, Anregung ebenfalls immer da unten reinballern. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Hoffentlich.
Liked das Video, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, teilt das Video und dann würde ich mich wirklich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute und tschüss!